Hey Handballinspirator! Der schnelle Schlagwurf über beide Beine gehört zum festen Repertoire eines jeden guten Rückraumspielers. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand. Durch das schnelle Einspringen auf beide Beine und dem kurzen Aufdrehen des Oberkörpers liegt das Überraschungsmomentum oft beim Schützen. In diesem Video zeige ich euch verschiedene Übungen, wie ihr die Schlagwurfqualität über beide Beine bei euren Spielern verbessern und sie dadurch variabler aufstellen könnt. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Der schwierigste Part dieses Wurfes liegt in der Bewegung des Oberkörpers. Diese soll schnellkräftig, aber doch ausreichend lang passieren, um genügend Geschwindigkeit auf den Ball zu bringen. In der ersten Übung möchten wir das isolieren, indem der Spieler auf einem Hocker oder zum Beispiel einem großen Gymnastikball sitzt und sich dadurch nur auf die Bewegung seines Oberkörpers konzentrieren kann. In der nachfolgenden Bewegung geht es um das schnelle Einspringen. Dies soll über einen kurzen Doppelpass, zum Beispiel über einen Rebounder passieren, und mit der Ballannahme sollen die Spieler auf beide Beine einspringen, um dann den schnellen Schlagwurf über beide Beine zu setzen. Bei diesen beiden Übungen können wir Ober- und Unterkörper isoliert voneinander trainieren. Beim Oberkörper ist es sehr wichtig, dass wir uns aufdrehen und der Ball nicht unter Schulterhöhe geführt wird. Dadurch behalten wir unsere Bogenspannung bei und können schnell kräftig werfen. Beim Einstemmen schaffen es manche Spieler schon direkt mit der Ballannahme auf beide Beine zu springen. Wichtig ist hierbei eine Stemm- oder Druckbewegung in den Boden rein, welche uns genügend Stabilität für die Bogenspannung, für das Aufdrehen des Oberkörpers gibt, aber auch einem Kontakt durch einen Abwehrspieler zum Beispiel standhalten sollte. Wir möchten nun eine passive Blocksituation dazu nehmen. In der ersten Situation geht es darum, dass der Angreifer, der Werfer, den für sich optimalen Abstand zum Gegner findet. Durch eine kurze Rückwärts-Vorwärts-Bewegung hat er Zeit, den Raum wahrzunehmen und den für sich optimalen Abstand zum Gegner zu finden. Anschließend nehmen wir eine passive Wurfentscheidung dazu. Der Blockspieler stellt nun auf ein Signal eine Position und wir wollen die kognitive Wahrnehmung unseres Schützen schulen. Denn bei dieser schnellen Wurfbewegung sollte natürlich auch die richtige Wurfentscheidung getroffen werden. Die Entfernung zum Abwehrspieler ist natürlich für jeden Werfer individuell. Wir können aber festhalten, dass eine zu große Entfernung, wie zum Beispiel beim Sprungwurf, nicht zielführend ist. Gebt eurem Spieler als Richtwert mit, dass er mit der Wurfbewegung den Abwehrspieler gerade so nicht erreichen sollte. Kommt er dann näher ran und verbessert sich sozusagen in der Entfernung, hat der Abwehrspieler weniger Zeit für den Block. Bei der Übung mit der Wurfentscheidung können wir dem Blockspieler immer wieder ein klares Signal geben. Er solle sich erst positionieren, bevor der Ball den Rebounder berührt hat, oder zum Beispiel erst sehr spät mit Ballannahme des Werfers. Wichtig ist auch die Tatsache, dass ihr diese Wurfbewegung mit Pass von beiden Seiten schult. Gerade bei der Aufnahme jetzt in dem Fall von der linken Seite ist natürlich der Weg beim Oberkörper, Aufdrehen des Oberkörpers, deutlich länger. Dies gibt eurem Spieler aber eventuell genügend Zeit oder mehr Zeit, genügend Kraft auf den Wurf zu bringen.
Wir möchten uns nun eine Exit-Strategie für diese Wurfauslage angucken. Wir sind eingesprungen auf beide Beine und der Blockspieler tritt jetzt offensiv gegen uns raus. Diese Vorwärtsbewegung möchten wir gerne kontern, indem wir gegen die Hand weggehen. Gebt eurem Spieler dabei immer die Möglichkeit, nochmal zu tippen, um Schrittfehler zu vermeiden. Viel Spaß jetzt bei der letzten Übung. Wir haben nun den schnellen Schlagwurf über beide Beine kennengelernt und wissen nun, wie wichtig es ist, den Oberkörper aufzudrehen und den Ball über Schulterhöhe nach hinten zu führen. Dies erfordert mehr Kraft und Beweglichkeit als beim normalen Schlagwurf, kann uns aber über das schnelle, kräftige Einstemmen das nötige Überraschungsmoment geben, um den Abwehrspieler zu überwinden. Ich hoffe, ihr könnt diese Übungen auch für euer Training nutzen und die Wurfauswahl eurer Spieler damit erweitern, denn Handball inspiriert.